Yo, ist das Monster Camp? Hallo, hier ist LanschPAKET. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist eine Special-Episode, einfach so. Da. Ja, hi. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja. Mir geht's gut, ich freue mich sehr. Ja, irgendwie dachten wir uns, wir könnten ja mal was Freshes machen, nochmal was Und deswegen aufnehmen. haben wir was gemacht, was wir schon mal gemacht haben. Ja, richtig. Ja, ich meine, wir haben irgendwann mal erwähnt, wir wollen es nochmal spielen. Dann ist es irgendwie Monster Camp und nicht Prom geworden, aber egal. Der eigentliche Grund ist der Ansch einfach zu ernst geworden auf ihrem eigenen Kanal. Deswegen müssen wir jetzt hier einfach ein bisschen... Ja, ist das zu ernst? Nach der updaten. Prankster Guns, wenn da jetzt einfach Tell Me Why oben ist, dann muss man schon mal wieder auflockern gehen. Ain't nothing but a heartache. Okay, ciao, jetzt wir fangen mal an. 80% aller Leute jetzt schon verscheucht. We are two players. Yes, we Meine are. Maus sensitiv. Und wir können mal eigentlich ein Full machen, oder? Ich habe gerade noch gemeint, lang ist halt schwierig. Ach so, ja schon, aber wenn man zu zweit ist, ist ja das lange nur. Das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, wie lange wir halt wirklich brauchen und ich habe Angst, dass meine Platte voll läuft. Okay, dann machen wir ein Medium. Ach, da war ich, ne? Machen wir es wieder so? Wie du magst. Okay. Wir können auch abwechseln. Okay, wir machen wieder unsere coolen Voice Rolls, wobei ich aber... nebenbei essen. Du, mich hat er gar nicht gefragt, ob wir Voices haben wollen. Sind da jetzt die Voices vom Game? Oh no, kommt das nicht vielleicht? Ich weiß, dass es in den Einstellungen das gibt. Ach so, ja, ich meine, sonst kann man es sicher irgendwie zwischendrin umstellen, oder? Sollte. Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Okay, Entschuldigung. Sehr gut. Camp Spooky, the stage of some of our dearest summers. Stage? Ich hab doch Stage gesagt. Ich hab Stage verstanden. Ich hab Stage gesagt! Sehr weise. Stage is an agent in Valorant. Okay, back then we were young and unafraid. I Oder cannot so. relate. With Soll ich lesen? with school far away, everything's impossible as the sun embraced us on our way to camp. Okay. Then we died in a fiery blaze. Summer has that distinct power, doesn't it? Live for the days while the nights inebriate you with possibilities. It's like life could take a turn at every corner. And for us, it I did. can't relate, I live in a pandemic. Who's player one? Ah, also du, Player One. Direkt mal. Ich bin the player one. Ich möchte sein Fire Lady. Ah. I will name my... Ups. Ich kann das Spiel nicht mehr. Jetzt habe ich meine Liste nicht mehr da. Verdammt, warte kurz. Bin ich auf Full Caps? Ach, ich mach Full Caps. Machst du Full Caps? Glaubst du, der Witz kommt nochmal vor in Camp? Ich weiß nicht. Alle Leute, die diesen Witz jetzt nicht verstehen, Bitte unser Let's Play vielleicht schauen. mal weiterbilden gehen. Es war schon Monster Prom. Das war ein Monster. Es war ein Prom. Ja, schaut euch Monster Prom an, dann versteht ihr vielleicht, warum das hier passiert. Aber ich habe das Gefühl, die es schauen, haben es eh gesehen. Na egal. Falls ihr es vergessen habt und ein Siebchen habt. Und Schiebchen. Ein Schiebchen, was schiebt, dann bitte. Let's conquer summer! Yeah, let's conquer summer! Was nehme ich mit? Hellfire Pearl. Oh mein bla, bla, bla. Marshmallows, BFF Bracelet Kit. Uranium Lipstick. Lemonade Ducky Makura. Ich will das. Satanist Kid. Das scheiß Sudoku. Ein Recorder. Das ist ja spannend. Der ist ja cool. Einmal Ich will- im Feriencamp, da habe ich eine Flöte. Das kann kein Zufall Ich sein. nehme eine Ducky Makura, weil das ist, ich find's lustig. Es ist ein gutes Seitenschleiferkissen, okay? Das ist halt nur so schlecht behaftet durch die Japaner. So nerdy behaftet. Ach, das sind diese Bodypillows. Ja, aber das sind ja eigentlich nur Seitenschleiferkissen, diese großen Hackpillows. Hack. Alles wird aus Hack gemacht. Irgendwie, wenn du Bodypillow sagst und dann Hack, das löst in mir ganz üble Assoziationen aus. So,
Naja, whatever. Mörder ist immer der Götter. Aber ich möchte wieder die Frankenstein-Olle sein. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich nennen soll. Redacted. Das kannst du nicht machen, weil das Spiel das dann mit dir vielleicht macht. Spoiler. Stimmt. Und was ist, wenn du Redacted heißt und dein Name Redacted wird? Dann habe ich gleich das System gekriegt. Hast du gewonnen. Es wäre so lustig, wenn es ein Easter Egg gäbe. Ich habe zu viel Undertale gespielt. I mean, das wäre tatsächlich lustig. Wollen wir es machen? Ist Redacted Full Caps? Ja, und das ist mit diesen Klammern. Ich weiß nicht, wie man die machen kann. Ah! Das ist super. Also wir wissen von einem Event. Wir spoilern euch das jetzt. Ich meine, das heißt Spoiler. Es gibt einen Drink, wenn man nimmt, dann wird dein Name redacted. Dann wird der Name redacted, genau. Ja. Ja, ich finde chic. Ja. Gucken wir mal. Okay, let's go. Okay, was haben... Oh, da gibt's den Plüsch-Juan. Bootleg Juan. Schau dir an, mal die Augen an. Ach, ich würde ihn trotzdem sehr lieben. Oh. Okay, was ist denn das? Blade. Magst du mal alles Ja, durchgehen? sorry. Fake Noble Title. Canned Brain ist immer gut. North Facing Moss. Wow. Yep. Cursed Pen. Oh, Blade. Scott Snacks. Ah, es ist Scott. Bootleg Your Juan. boy. BFF Bracelet Kit, was ich nicht genommen habe. Heart Tag. Heart is fuck. Heart Tag. Ach, sind das so Cracker? Ich oder glaube, ja. so? Okay, also ich möchte auf jeden Fall den Cursed Pen. Dachte ich mir schon. Das ist sehr on brand für mich. Creative and smart. Ich möchte den Fake Title haben. Creative and charm. Und dann möchte ich noch... den Juan. Ich muss den Juan. Bootleg Juan. Charm and fun. Uiuiui. Da habe ich mich ja schon mal hochgepusht. One might say that the monster prom had hardened us on the highs and lows of love. But no, in love we're always absolute beginners. And summer camp was no different. No one talked about it, but the idea of summer love loomed over our heads. Loom, 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 loom. Close to last day of camp, there was a meteor shower happening just 3 weeks away. Everyone knew that if you were into someone, you were going to watch that damn thing together. So a silent yet powerful pressure invaded us. It was the monster prom all over again. Everything seemed uncertain. Everything but one thing. Whoever we were asking on a meteor shower date, it was probably going to be one of the 6 coolest people on that bus. Joy Johnson, Jojima, 23, a badass witch who wanted to chill a bit after saving the world countless times. I love her. Aravi Mishra, 22, a hot-headed adventurer possessed by a curse who had turned out to be the most annoying roommate ever. Calculaster, Hewlett-Packard version 1.1, a library computer who had become a sentient robot ready to experience life to its fullest. Dahlia Aquino, 20, a buff blue demon and warmonger who had set her sights on conquering summer next. Damien LeVay, 21, a fearless demon with a taste for destruction and a love of fire. And Milo Belladonna, 23, a Death Reaper doubling as an internet influencer and who was profoundly in love with life and all its earthly pleasures. That dude. That person. Yeah. That non-binary Right. icon person. But shouldn't be, könnten wir Dude nicht einfach als... Ja, eigentlich Ja. schon. Ich würde auch zur weiblichen Person Dude sagen. Ja, ich meine, ja dann schon. Ja. Ich glaube, das mache ich eh. Aber eher, wenn du Leute ansprichst, nicht wenn du über Leute sprichst. Okay, ja. Stimmt, okay. Ey, jetzt nicht hier schon wieder Semantics nee. arguing am Anfang des Let's Plays. The bus trip was long and all of summer could be shaped by the first step well taken. And so it was clear. It all came down to breaking the ice and causing a good impression with the right person. Ja. Time to break the ice. Which of these would be your favorite food? A wine to dine for, burning hot wings, a punch to the face, a yummy USB, nicest guac. Oh ja, ja. Whatever gives you the best stats. I don't know if I don't like it, I don't know. How about guacamole? Okay, ich gehe jetzt.
Das sollte ich nicht tun. Das wollte ich auch nehmen. Das ist fies, ich esse gerade. Oh, I'm sorry. Ach. Ich hätte alternativ auch den nehmen können, sorry. Ich könnte den auch nehmen, aber ich trinke ja keinen Alkohol. Maul Hayagua und dann was? Aber es gibt Wein ohne Alkohol. I know, aber der ist halt nicht so. What's that on your face? Punch. It was pain. Ich nehme trotzdem den Wein, weil das wäre ja auch lame sonst. Dionysus agrees. Oh! I got joy. Who wants to, I guess. Ich weiß nicht, willst du sie romancen, dann sollte ich sie sprechen. Ich weiß nicht, wen ich romance. Also Okay, aber bestimmt, wir machen ja diesmal spontan. Ja. Wie spreche ich sie denn? I don't know. Attitude, who has seen things, but also world savior. Das ist so viel Pressure. You have something? I could try. I try. Oh yay! I love guac. It's a great vegan snack. Do you make your own or get it store-bought? I have a great homemade guac recipe that I use from time to time. It also doubles as a congealed potion of sexual pleasure, if that's something you're interested in. Wow, okay, hast du einfach das Spiel jetzt schon gewonnen? Was? Maybe I'll let you try a bit of it while we're at camp, Sorghum. What? Wie du einfach... No! It's Milo! Not them again! Ich hab them doch schon geromanced. Ja, ist richtig. Mal. Übrigens, ich habe Outfits eingestellt. Oh, cool. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe Winter- und Special-Outfits, glaube ich. Und jetzt sind die normalen, die Winter- und die Special-Outfits drin. Geil. Das wird jetzt random. Soll ich denn reden? Also ich glaube nicht, dass ich ihn schon wieder... schon wieder romancen will. A wine to die for, you say? Well, darling, don't threaten me with a good time. In all fairness though, what wine would you die for? It had better be a good vintage with a delicious aftertaste to carry you into the afterlife, leaving no stains on your final outfit. This is so intriguing. Redacted, you have to help me decide what my hypothetical death wine would be while we're at camp. I love them. I love them so much. We only had 3 weeks left to woo our crushes and conquer their hearts. But as I already said, we were young and unafraid, and we were ready to start. Whoop. Ich habe schon wieder dasselbe Problem. Das ist jetzt so wie im Prom mit der Liam-Schiene. Du hast ein Camp, die I get too attached. I get too attached too quickly. I got no boldness, but that's okay. All in all, my stats are okay. Ja? Wir machen einfach irgendwie, wa? Ich will zum Lake, da passieren lustige Sachen. That day, you decide to go scuba diving and find a treasure chest at the bottom of the lake. Ich bin ein Fire Spirit, ich gehe zum Lake. You pick the lock, which is quite impressive if you keep in mind that you're still underwater. Inside, you find over 1,000 fun! Unfortunately, your wetsuit doesn't have pockets, so you can only go back to shore only with +2 fun. When you go back, fish have eaten the rest. They're having a rave right now. Good for them. Yeah. Good for the fish. Fucking fish. No, good for the fish. You break off from the group a little early to attend a CPR class at the lifeguard shack. You never miss a CPR class because you're a creep. Ui, okay. Oh, die Outfits im Lake. Im Summer Lake. Ja, die klar. Winter-Outfits, ja. Ne? Wieso kann man da überhaupt Winter-Outfits einstellen? Die gibt's halt. Gibt's auch mehrere. Oh. Darf ich die? Achso, nö, ich soll nicht. Soll ich Joy lesen, falls du es romanzen willst? Dann tauschen wir, oder? Ja. Okay, dann nehme ich Damien. Weil dann wäre die voll intens. What the hell is this, Joy? You said you'd teach me water magic today. No, I didn't. You said it, with that stupid sock puppet you made of me, while doing a frankly offensive impression of my voice. Sorry, Joy.
Damn, that always works on Scott. But come on, why are we at this stupid class? That was magic. Because saving lives is true magic, Damien. Wait, like actual magic? If I say yes, will you shut up and take the class? For sure. Always the same with you. Then yes, we are learning actual magic. Damien is back, bitches! Fuck yeah! I'm gonna use it to kill people! Lifeguards on Oh, Oh, hi, es ist Stan. ja. Und Eric. Die Nacho-Packungen. Das ist einfach großartig. How do we split? Das ist, glaube ich, egal. Man kann. Egal. Okay, ich Warte, ich fange an. What's up, guys? Welcome to our super chill CPR class. I'm Wanda. This is Stu. You again? We know your names. We've been going to school together for years. Mind blown. Oh, phew, that's a relief. I was like 90% sure those were our names, but you can never be too sure, you know? Anyway, hope you dudes are ready to kick back, throw on some tunes, and remind us how to do CPR because we totally forgot. Wait, you want us to teach you CPR? But you're the teachers. Look, we don't really believe in rigid hierarchies, okay? Student, teacher, what's the difference? Ich krieg irgendwie ins Mikro, ich weiß nicht, ob das Musst aufpassen, weil es ist doch recht sensitiv. Sorry. Falls irgendjemand gestorben ist gerade vorhin, sorry. I mean, we definitely remember some of how to do CPR. We just don't remember what the first step is, like at all. Lame. What? This is bullshit. I'm never gonna learn magic at this rate. And you're never gonna get to the party. To the party. Never get to the part where you put your lips on other people's lips. Come on, say something. What's the first step for performing proper CPR? Before performing CPR, always check your mouth to make sure it's not busy eating some delicious pasta. Just remember the acronym CPR, cry, pray, recruit someone who actually knows CPR. I like that. Okay, Das bin ich, obwohl ich den Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, mehrmals. I go with that. Oh, Not no. so charming. Gegen was hat das gebattelt? Keine Ahnung. Hey, I'm all about crying. It's important to stay hydrated on your face. And finding someone who actually knows CPR sounds pretty good right now. But praying? Isn't that kind of discriminatory against like atheists? Atheists? What is English? This is a non-denominational lake, Sorghum. We're not trying to push our religious belief on people while they're drowning to death. Which, please. As a proud witch and wielder of dread arcane incantations, I also object. Praying is far too narrow a label for the full range of spiritual expression. What about petitioning, invoking, or sacrificing a goat and painting your naked body with its still warm blood? Also, you're full of shit. That's not what CPR stands for, and I'm just doing this to dunk on you in front of these lifeguards. Wait, CPR is biased against atheists? That's fucked up. If all the atheists turn down CPR because it doesn't align with their beliefs, they're all gonna fucking drown. And then they'll go to hell where me and my dads will have to deal with them. Fight me, dude! Do you know how fucking annoying atheists are in hell? You try torturing somebody who doesn't believe you exist? I'm so sorry, everybody. We didn't know CPR had such problematic roots. Your life is in good hands. From now on, we'll be using a much more inclusive life-saving technique.
lung transplants. What? That's way more difficult and dangerous than CPR. You protest. Oh, man. You can't always take the easy way out, dude. Some things are worth fighting for, or, you know, transplanting lungs for. We still need to do a demo though. Does anyone have any lungs we can use? Ja, ich habe auch immer welche rumliegen. Does anyone have any lungs? I do, but I left them inside Sorgam's chest. Mind if I grabbed those, Sorgam? Jesus. Oh god, I fucked up. You definitely do mind, but it's hard to protest when your lungs are being stolen. Excuse me. Oh no. You escape with your life, but lose 2 boldness and 1 creativity. Vor allem, Dieses Spiel kann so gemein sein. es ist immer so gemein zu mir, aber ich musste gerade an ASDF denken. Guck mal, da steht naiv an der Decke. Oh, du hast mir meine Lunge geklaut. Ja, das ist fast passiert. So, Können wir eigentlich jetzt noch, kommst du irgendwie noch in Optionen rein oder so ein Scheiß? Ah, kann man die Stimmen noch ausmachen? Oh! Ich meine, die Stimmen sind cool, aber Ja. die Pressure, ja. die absolute Und sie Pressure. labern uns dann rein, wenn die eigentlich lesen. Echt, ey, das Ja, finde ich das so, ist so unhöflich. Das ist so unhöflich von denen. Echt Okay, schlimm. was möchte ich What do machen? you need? Ich will Creativity boosten, weil wer bin ich denn, wenn ich nicht Creativity booste? Scout HQ. That day, Monster Scouts, you learn to make your very own clothes in the wild. Someone suggests a fashion show, so afterwards you all put on your outfits and show them off. If you'd known that would be the result, you probably would have made something other than a leaf and a stick thong and woven nipple tassels. Oh, see, no problem with that. Needless to say, nobody will be forgetting your performance anytime soon. You gain +2 creativity. Like, Oh no, oh, Jesus. Later, you're with Milo and Damien. You've been trying to sell Monster Scout cookies all afternoon. It's not going super great. Hey you, random passerby guy. Oh Gott, meine Stimme. Damien, warum bist du immer da? Warum bist du so anstrengend voicen? Buy these fucking cookies or I'll goddamn murder you in your face. Oh, Damien, you're vicious, but you're passionate. That's what really matters when it comes to sales. Our passion will convince this man to... Oh, he ran away. Oops. After a highly unsuccessful afternoon of cookie selling, you 3 go back to Scout HQ and report your sales numbers to Coach. Oh, darf ich? Oh ja, immer. I'll try. So you kids are saying that you sold negative cookies? As in, you have more cookies now than when you started selling them? Dream. Yeah, but it's not our fault. Selling these cookies is impossible. I've tried threatening this guy at knife point to buy some, and it didn't even work. I had to stab him. Nothing is impossible for scouts like you. Remember, these cookies aren't just a healthy snack and a way for us to pay for the big rock climbing field trip at the end of summer. They're also a wonderful way to teach you scouts entrepreneurship and problem-solving skills. You kids are smart, so let's talk ideas. How do we sell these cookies? Maybe the issue is brand recognition. Let's focus on social media. I'd like to start a TikTok on behalf of the Scout Cookies brand. And we should obvi improve our dismal SEO. Bist du nicht im Internet-Slang drin, hä? In wo? Was ist TikTok? Wo bin ich? Musst du noch aufholen, wenn du bei Milo dran sein willst. Wollte ich doch gar nicht. Aber da ist er halt, Ja, ne? Okay. Schauen wir weiter. That'll take forever. Let's rob a bank. When we get to the vault, we'll take all the cash and leave all the cookies. It's the perfect crime. Then we blew up the bank. I'm so proud of you, scouts. You're really cooking up an idea. Brainstorm here. Idea brainstorm. And remember, the scout cookies are made with healthy ingredients. That'll get people to buy them. Oh, Coach, you well-intentioned mentor figure.
I hate to do this, but you're in desperate need of a reality check. Nobody wants to buy healthy cookies. Ja, was ist schon gutes Essen, wenn man sich Trash reinziehen kann? Ich finde, es muss healthy draufstehen, dann ist es halt auch wieder im Trend. Ja. Millennials killed the sugar cookie industry a while ago, and healthy cookies were hot for a minute. But frankly, they're going out of style with the younger generation. Milo's right. Scout cookies taste horrible. Have you even looked at the ingredients list? These cookies have fucking carrots in them. Coach, I love you, but don't ever try to trick me into eating vegetables, especially not carrots, the least metal vegetable. Wow, that was hard to hear. But you kids are my scouts, and I value your honest feedback. Tell me the truth. How do we get our cookies to appeal to the modern youngster? Oh, appealing to modern youngsters is your whole thing. Quick, suggest a cookie flavor that's irresistible to Gen Z. Oh no, Gen Z. Ich bin fast Gen Z. Market research shows that the hottest youth trend is getting lost in the wilderness and eating your friends' corpses to survive. Make corpse-flavored survival cookies, or teens nowadays love to eat ass. Ass-flavored cookies are the future. Jeez. Arschkeks. Ich muss den Arschkeks nehmen, weil außerdem klingt das obere irgendwie nach Boldness. No! Not so fun. Ass-flavored cookies. You've never had an idea this good. You run off and make a test batch of cookies and bring them to Milo and Damien's to show... Damien's? Mehrere gibt's jetzt. To show off your genius. You have Milo and Damien both try a cookie so they can give you feedback on the flavors. Is there too much ass in these cookies? Not enough ass? Just the right amount of ass? I must say, redacted, I was skeptical when you told me that these cookies were ass flavored. And I was right to doubt you. These cookies are a pathetic imitation of the pleasures of ass eating. He lost all his colors. Oh no! Er hat keine Augenfarbe Oh mehr. no! Yeah, this tastes like fake ass to me. Did you even put real ass extract in these cookies? Is it artificial ass flavoring? Eating ass is one of the greatest pleasures that a mortal can experience. There's simply no substitute for it. These cookies are an aesthetic insult to humanity. And just think of the consequences. What if your cookie selling plan actually worked? An entire generation would eat these cookies instead of eating actual ass. It's obvious that Redacted doesn't get ass eating, you know. Super noob shit. Exactly, Damien. She just doesn't see the vision, and I'm afraid I can't tolerate that lack of taste. Get out of here, Redacted, and don't come back until you've eaten a literal mile of ass. Jesus. Uiui, wir werden hier so zerstört. Echt, ey. You want to tell your friends that you definitely eat ass? You eat ass all the time! You eat ass like you've been starving in the desert and just found an ass-eating buffet! But it's too late. Your friends are gone and you're left alone with your cookies. You taste one. It tastes like ass. Duh! What did you think was going to happen? The ass-eating gods are displeased and you lose -2 charm and -1 creativity. Oh no! Challenge! Everybody choose a color. Say your choice out loud to the other players before clicking. Lila? Grün! Okay. Well... Player orders decided based on which color would be the most concerning color for your tongue to suddenly be. Ich fand beides sehr concerning. Naja, lila geht ja noch. kann ja vom Wein oder so kommen. Das erste, woran ich denke, ist Wein. Ich hätte gar nicht mal dran gedacht, dass Lebensmittel färben, sondern einfach, dass sie halt wegen irgendwas anderem. Also, weil Lebensmittelfärbung ist ja, das geht ja einfach mal. Ja, aber ich dachte mir, das ist vielleicht nicht concerning, weil das halt commonplace ist. Pass auf, was ist, wenn du Kürbiskernöl isst? Ist deine Zunge grün? Ja, aber nicht knatschgrün.
Knatschgrün. Knatschgrün. Ich finde grün trotzdem mehr concerning, weil das ist weiter weg von der natürlichen Zungenfarbe. Ja, okay, das stimmt. Und okay. I guess I'm first. Wenn du nicht willst. Doch, will ich. Alter, wir haben schon eine halbe Stunde, wir sind noch nicht mal in der Mitte. Ach, gut. Meine Platte läuft voll, bevor wir fertig werden. Dann müssen wir halt schauen, ob wir noch aufnehmen und gegebenenfalls. Ich hab doch eine kurze nehmen. So, ich habe nicht gewusst, dass ein mittleres so lang ist. Ganz ruhig, oder? Hilfe. So, wo willst du hin? Ich habe keine Boldness. Warum wird uns das nicht mehr angezeigt? So wird es angezeigt. As you're searching the haunted manor, you come across an enchanted doll that promises to grant all your wishes. Cool, you take it. It possesses you, of course. It turns out the spirit that was inside it is exactly like you in every way, so nobody notices the difference. The only difference is that this spirit is a little bit bolder than you, so you basically gain +2 boldness. Praktisch. Oh, yeah. After that, it's Scott! Was ist Scott? After that, you leave because you agree to join Joy and Scott for their latest photography class shoot, thinking maybe this time there will be some nudity. No such luck. Unless... Guess I do him? Ja. Because you're Joy. Wie macht man denn Scott? Einfach machen so gruff, aber voll eager, so wie so ein Hund. Joy, look! No! That's not what I had in mind, but I love it actually. Joy, look! That pink fleshy giant is in another one of my photographs! I think it's following me! Maybe you should try taking your finger off the lens. Oh, wow! Thanks for the tip, Joy! Maybe if I remove my finger, I'll get an even better view of the creature! Scott, you beautiful. You do that, buddy. My goodness, sorry, and thanks for coming along. I love Scott, and this class has been good for him, but sometimes it's like taking photos with a pile of bricks. Joy! Joy! Look! I found a bush! Ich sehe schon. That's a bush, alright. Oh, die Eule da drin, das ist voll süß. Wow, you found a bush in nature. That's incredible. Wait, that's not a bush. Also Scott ist halt wirklich literally ein Hund, weil er so, Joy, ich hab den Busch gefunden, voll aufregend. Überall sind Büsche. Ich hab den Busch gefunden, guck, bester Busch. Ich liebe Scott so sehr, es ist einfach nicht real. No, trust me. I'm an expert. Oh boy, I'm so excited. I've been holding my pee all day. Well, you'll have to hold it a little longer. The bush was me all along. Council of Lodge, Master of Disguise, strikes again. Holy. Dun dun dun. Whoa, I totally thought you were a bush bro. You even smell like leaves and dog urine. Urine? Urine ist wie so ein Staat. Urine, just like a real bush. Did you actually paint yourself green? You're a chameleon. You can change the color of your skin. That would be cheating, Joy. This is camouflage, and you have and you have still a lot to learn. You should come to more of my camouflage classes. Pass. I can use magic anyway. Your loss. You're missing on the most popular class in all of Camp Spooky. I find that hard to believe. Who's into camouflage these days? Everyone I know is more into being very loud and visible. And annoying, if I must say. Now his face. What? People not into camouflage these days? Well, if that's true, how come 5 campers came to me the other day to learn how to camouflage themselves to sneak into the camp showers? What?
Please tell me you didn't teach 5 campers how to hide undetectably in the bathrooms. Of course I did. I am a great counselor and a master of disguise. I wouldn't let down some fellow camouflage enthusiasts. But you did realize it was totally for perverted sex reasons, right? Eh? Oh. You're right, Joy. Now that I think about it, it's quite clear they wanted to camouflage for perverted reasons. Oh wow, dass jetzt draufkommt. I was so enamored with the fine art of camouflage, I forgot it could be used for evil. God damn it, Flodge. Come on, Sorghum, we gotta find a way to flush them out. This is an emergency. Wow, Outdisguise them by camouflaging the entire bathroom as a parallel dimension where nudity does not exist. Scare them off by recruiting their parents to come have sex in that very bathroom. Ja, Hilfe. Ich habe das Gefühl, das sind Smarts und Creativity. Oder Bold. Smarts und Boldness hätte ich gesagt. Ich würde das erste nehmen. Das klingt smart. Weil Bold habe ich nicht und wenn es doch Creativity ist, dann... Es ist ein Teil. Das ist ein Teil, ja. Ist ein Teil nicht auch ein Loss? Was ist jetzt Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten das nicht so verkopfen. Nein! Das ist Creativity? Aber selbst... Und Fun. Fun? Oh no, es läuft richtig gut bei uns. Are you sure that's a good idea? It seems like not a good idea. Joy. Nonsense! It's a brilliant plan! As the old saying goes, find disguise with disguise. Er ist irgendwie Hoodie so ein bisschen, wenn ich so viel lese. Ich habe ihn irgendwie als Headcanon als so creepy Kermit. Als so aufdringlichen Kermit. Ah, oh. Ich weiß gar nicht wie. Mach mal Impro Kermit. Boah, Impro Kermit, how the fuck? Kermit Impro. That sounds like Kermit somehow. Ich weiß überhaupt. I don't know. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich kann den doch nicht. Ja. Pretty sure it's fight fire with fire. Common misconception. It's actually fight fire with disguise. The word fire was actually disguise in disguise. Lucy in disguise with diamonds. Oh my god, why did I say that? Ah! Ich habe gerade voll meine Hand gegen die Stirn geschlagen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren will. Es ist noch... You took it and you made it worse. You just said it was. You know what? Never mind. Time is short and I don't have a better idea. Let's do it your way, Sorghum. Way ahead of her, you leap into action, calling up a dozen actors, a set designer, and the special effects team you keep on retainer. Wait, actually, couldn't we just use these 70 people? Is this a 7? Yeah. The 70 people you just summoned to search the bathrooms, they're not that big. They are now. You've already had the set design team knock down some walls and expand the bathrooms in order to fit all the lighting and camera equipment. Camera equipment? You're putting cameras in the bathroom. Scott schaut durchgehend so. Scott ist eingefroren, er kriegt gar nichts mit von den ganzen Sachen, die passieren. Duh, how else are you going to get the horrified reaction shots of the bathroom perverts realizing they're adrift in space-time? Hang on, do you actually care about stopping these perverts, or is this just an excuse to film the no nudity alternative reality sci-fi epic you were always talking about? Can it be both? Both is good. No. Seriously? I've slayed demons less monomaniacal than you. I've got half a mind to slay you too, but you're not worth the mana. I'm gonna go find another way to fix this. Joy turns and stomps off. You try to follow her, but the catering team has just arrived and these actors need to eat. You lose -2 fun and -1 creativity, and when your film comes out, you also lose -1000 artistic credibility.
Das läuft nicht. I'm so sorry, this is happening. Ich hatte gerade einen Framerate-Einbruch. Gleichzeitig habe ich auch Angst. Was will ich denn? Ich will Fun haben. Nein, eigentlich will ich Charme haben. Wo ist Charme? Im Camp Dome. I found it there. That day you join the merciless trials of the Camp Dome. Oh, she's so cute. Your team is faced with a potato sack race. It seems easy, but this is the Camp of Dome. No, the Camp Dome. Camp of Dome! A can of dough. And so the potato sacks are filled with swarms of bees. Your teammates are discouraged, both because they are not fond of bees and because the enemy team is mostly comprised by sentient bees. Aren't all bees sentient anyway? Giving them a clear advantage over you. It all looks dire for you, but you use your cunning and remind the enemy team that the bee population of Earth is inexplicably decreasing and bees are heading towards unavoidable extinction. This fact really messes with the enemy team's heads, giving you the edge you need to win. Your nasty leadership skills grant you +2 charm. Wow, that got dark. It got very Yep. dark. There's little you love more than loving on Milo, so it's fun to see how many other people are in the same lovesick boat. Komm einfach, es geht einfach nicht anders. This comment says, the composition in your selfies is always so artistic. You should go into photography. Das war Absicht. And this post says, you post the most inspirational quotes. They equals made. This one just says, What's that slang? Was ist das für eine Abkürzung? Ich kenne nicht alle. das ist mir gerade sehr unangenehm. Ja. Something, something, we predict Daddy. Hit me up. Wow, da hätte ich jetzt auch drauf kommen können. Yep. Wow, oh mein Gott, ich bin alt. Help. Well, assuming all Grim Reapers have dicks and / or identify as male is so 14th century Europe. Word, my dude. But I'm flattered by your sentiment. Love keeping my fandom hooked on my aesthetics and thirsty for my all of me. Oh, das ist cool. wie sagt man das überhaupt? Mix. Also ich glaube, das Neutral ist immer mit X. Okay. Also auch gesprochen X. Max Belladonna, I was expecting to hear a conversation on owning your attractiveness, being true to your identity, and historical monster lore, but what do I find? Exactly the conversation you just described, Camp Director Miss Weaving. No, you on your phone as always, probably making blog posts on your TikTok page. Should. Camp Director Miss Weaving, maybe if you got a social media page of your own, you'd be able to better relate to your campus. It really is the social hub. I don't want to hear it. I refuse to consider the Possibility. the possibility that online interaction can possibly help people form connections or express themselves on the grounds that I didn't have the internet when I was your age. Beruhig dich mal, I am ganz ruhig. sick and tired of you campers burying your noses in your phones when you could be living in the real world, forming real connections, doing real manual labor. As such, Max Belladonna, I am confiscating. Die Stimme braucht so viel Hirnleistung, Ja. ich kann nicht mehr lesen. Ist okay. I am confiscating your Instagram account until further notice. I love that. You just admitted you're not familiar with the internet, so let me tell you that's not how it works. You can't just confiscate someone's. Ich hab Angst, because she did things earlier. Do you remember? Weißt du noch? Sie hat mal ein Gesicht geklaut. Sie hat ein Gesicht geklaut? War das nicht in unserem Let's Play? Sie hat irgendwann mal das Gesicht confiscated. Von Damien, glaube ich. Nein! Okay.
Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Oh nein! Ja, Oh no! What? My Instagram account is gone. It just disappeared. How is that possible? sie kann sowas. Zum Glück ist das nicht so verstörend. I told you, Max Belladonna. I confiscated it, and there's nothing you can do to get it back. That can't be true, and it won't be true if you have anything to do about it. If there's one way to impress Milo, it's gotta be to get their Insta back. Your plan? Oh no. Subject your minds to the mysterious trials of the House of Capture to prove you're worthy of retrieving Milo's account. According to the Instagram terms of service, any account ownership related dispute can be settled with a grand race at Murder Mountain. Boah, ich bin gerade gar nicht gepressured. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ich spüre kein Pressure whatsoever. Ich nehme mal an, das erste klingt mehr smart, weil du musst ja Capture austricksen. Yes. Das zweite ist wahrscheinlich Boulder. Ich würde jetzt theoretisch auch zu Capture tendieren, weil ich bin voll gut in Capture. Also es ist so, Markiere die Ampel. ich bin voll gut in sowas. Ich habe gestern ein Capture 5-mal eingeben müssen, Ich habe so weil er es nicht gecheckt Das hat. ist mein sinnloses Talent. Kennst du noch die, wo immer so Buchstaben sind und die sind teilweise so verzerrt und so? Das war das, was ich gestern 5-mal eingeben musste. Oh, nächstes Mal rufst du mich an und dann bin ich like. Ich mache mir einen Screenshot, löse ich die Capture, alles. Ich glaube, ich habe es richtig eingeben. Irgendwas hat ihm immer nicht passt. Du hast es zu schnell eingegeben. Du bist ein Bot. Ja, zu schnell. Also Capture. Ja, Capture. Yes! Fällt gleich vom Hocker. Oh mein Gott, ich dachte, die fällt jetzt wirklich vom Hocker. The house of capture. Kann ich noch reden? Redacted. Are you sure? Half the people who attempt the tests don't survive. Most of the rest go insane from the riddles and mind tricks. It's more than a person's brain can handle. But if you truly believe that this is the way to restore my account, I trust you, Redacted. Let us take this journey together. You and Milo journey through the deep, dark, haunted forest of the internet, through cave systems of toxic stalagmites and masculinity, weaving through likes and subscribes and narrowly avoiding being cancelled by giant bats. Ich sterbe. Lol. Dieses Spiel ist zu gut. Ich liebe das so sehr. Okay. Finally, you reach a large castle, balanced precariously on a pile of rocks. You go inside and are greeted by hooded monks who silently guide you into the first room of tests. The moment you enter the first room, you are suddenly surrounded by images swirling, moving. A deep, booming voice asks you, which of these images contain traffic lights? Warum habe ich gerade noch gesagt, markier die Ampel? Ich liebe es einfach nur. Es ist, wow. Es ist so gut. Ich hätte gern irgendwie so einen Hall und dann würde ich gern which of these images contain traffic lights? Together, you and Milo carefully and nervously touch each image containing a traffic light. You are silently guided to the next room. This room has a floor of sand on which has been scrawled some nearly imperceptible phrase. A large stick lies next to it. I don't know what to do. But you do! You squint at the letters, imagining how they would look less slanted, less pixelated. You pick up the stick and write X5 RG2 below it. Are you kidding me? Haben wir ein Capture vergessen? Einfach wo man ankreuzen muss, man ist kein Roboter. Ja, aber das ist ja... Wird das überhaupt noch benutzt? Ja. Ah. Ich hab's vor kurzem auch erst gehabt. Manche sind einfach so, hier errechnen die Weltformel auf einem kleinen, veralteten Taschenrechner und gehen dann zu
nach Mordor und wirft den Taschenrechner ins Feuer und manche sind einfach so, ich bin kein Roboter. Boop, piep. Boop, piep, boop. Aber es gibt auch die, wo man rechnen muss, so. Mark 2 bis 5. Zuckerberg vielleicht, ich bin kein Roboter. Das ist die Eidechse. Ja. Das heißt, das ist eine Roboter-Eidechse. Piep, boop. Yo. You're right. That was the phrase that was there. The trapdoor swings open where the writing was, and you and Milo descend a ladder into the darkness. Approach the flame, says a voice clearly referencing the fire in the middle of the room, and whisper into it the name of your first pet. Ich hab grad noch dran gedacht, dass man capturen muss, eine persönliche Frage. Nee, oder? Das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, dann dachte ich mir, wir lesen mal weiter. Okay, das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Nicht? So, dass du angibst, so zweiter Vorname vom Vater, deine erste Schule, Name deines ersten Haustiers. Ich habe da immer das Gefühl, ich werde, also meine Daten werden gemeint. So, Weil das ist ja halt schon- voll oft die Sicherheitsfrage ist, wenn du dein Passwort wo zurücksetzt. Ja. Und die wissen das ja dann, also die Seite, wo du das... Ach so, ja, aber komm, was wollen sie denn, wenn du angibst? Erst zu deiner IP-Adresse linken und sich dann einhacken in Dinge, die von deiner IP-Adresse aufgerufen werden? Verschwörungstheoretiker. Ach so, nee, ich meine aber die Info. Was wollen sie denn mit der Info, wenn du angibst? Was ist das, der Name deines ersten Haustiers? Naja, dein Passwort zurücksetzen. So. Nee, ist ja die Sicherheitsfrage, beziehungsweise wenn Ja. du dein Passwort... Ja, Ja, wahrscheinlich okay. ist das überhaupt nicht valide. Wahrscheinlich laber ich Scheiß. The two of you do so and the fire turns bright green. One final question, says the voice, tone more intense than ever. Ja, jetzt kommt. Bist du ein Roboter? Look deep into your soul and ask yourself, then answer me. Are you a robot? Piep, piep, boop. Das ist voll racist in dieser Welt eigentlich, oder? Weil es gibt ja Kalkulaste. Hey, aber hey, es gibt, war das nicht sogar ein Prom? Oder war das im Camp? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wahrscheinlich im Prom mit Calculaster, weil, wo er dann auch drüber redet, dass er diese Capture-Sachen, Ja. weil er könnte sie tatsächlich beantworten, aber als Roboter darf er das ja nicht, weil er kann sie ja nie richtig beantworten, weil er ist ja einer. Boah. That's not fair. Außerdem, ich frage mich dann halt immer, ist das so eine spezifische Schwäche von Robotern, dass sie keine Ampeln erkennen können? Also ist das irgendwie sowas, was man so in einer Terminator-Situation ausnutzen könnte? Aber es gibt ja auch Captures, wo man dann den Zebrastreifen oder den Bus oder den Zug markieren soll. Vielleicht generell Straßenverkehr. Oh. Also einfach so die Schwäche Ja. von Robotern. Anyway, und wir wundern uns, warum das bei uns immer so lang wird. Anyway. As a Reaper, much of my life seems to have been prescribed. My career, my duties, but my choices, personality and hobbies are entirely my own. No, I'm not a robot. The fire goes out and is replaced by a floating white orb which glows softly. That's it? My Instagram account? I can tell because it smells like lush products and narcissism. Oh, relatable. Milo puts the orb in their pocket and their Instagram account is immediately restored to them. They are eternally grateful to you. So into your pocket goes +2 charm and +1 fun. Yay. Let's trade places. Everybody choose a food. Say your choice out loud to the other players before clicking. Pommes. Lasagne. Promise. Nein! Ich will das nicht hören. Pommes. Player order is decided based on which food is most likely to be actually sentient and plotting humanity's demise. Start debating now. Lasagne. Ich finde Pommes, weil das klingt wie Promise. Nein! Nein! Warum hört sie nicht auf? Warum? Warum musst du mich so quälen? Ich
erklärt auch, warum Lasagne am ehesten sentient ist und Humanity's Demise plottet, okay? Ja. Es gibt das Spaghetti-Monster. Spaghetti besteht aus Nudeln, Tomatensauce, Hackfleisch und Käse. Lasagne besteht aus den gleichen Bestandteilen. Aber Ansch, Pommes bestehen aus Kartoffeln. Und die Kartoffeln will heute nicht sterben. Andererseits, was ich voll valide finde, dass Lasagne böse ist, weil als Kind hat meine Mutter mal Lasagne auf mich draufgeworfen. Also ich habe keine bleibenden Schäden. Davor, es war nicht absichtlich, bitte nicht nachträglich Child Protective Services anrufen. Und es hat mir auch nicht permanent geschadet. Aber es ist ein Ding, was passiert ist. Ich höre das gerade zum 3. Mal, aber ich glaube, jetzt war es am lustigsten, weil sie halt einfach das Wort geworfen benutzt hat. Und ich habe mir das gerade vorgestellt. Einfach da so, was das, wenn Kind nicht auf Lasagne? Und dann schietet der Lasagne. I'm sorry. Ja. Ja gut, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich finde einfach deine Idee, dass die Kartoffeln heute nicht sterben, echt gut. Ja. Scheiße. Aber ich finde, Lasagne ist mehr so der Iconic Villain. Aber bei Pommes ist wieder der Vorteil, es gibt sie überall. Stimmt. Also es gibt wirklich viele. Stimmt. Also viele Pommes. Sie essen nicht nur Pommes, also sie disguisen sich. Wir sind einfach zu gut beide, wir müssen randomisieren. Eier. Wow, das ist aber eine völlig neue Reihenfolge. Wow, schau mal, wie weit wir sind. Erschüttert. Oh, jetzt kommt Lagerfeuer. Schau mal, wie weit wir sind. Lagerfeuer. Schau mal, wie weit wir sind. Speichert das Spiel eigentlich, wenn ich rausgehe? Nein. Nein? Okay. Yo. Folgendes. Meine Festplatte war zu voll. Und wir sind ja jetzt nicht mal halb durch. Das heißt, wir würden diesen Run nicht mal wirklich schaffen. Auch wenn ich jedes Mal die Platte wieder leer mache und so, das dauert Stunden. Und wir brauchen sowieso schon so lang. Also machen wir Folgendes. Es war trotzdem ein total lustiger Run. Theorie steht, dass Keks jetzt bei Milo die ganze Zeit landet, so wie das Liam im ersten Spiel war. Yes. That's the bane of the king. Und ja, nee, also wir machen mal Stopp, auch wenn wir gerne den ganzen Durchlauf machen wollten. Aber wir machen das einfach das nächste Mal. Also ihr werdet irgendwann anders den vollen Durchlauf von uns bekommen, aber jetzt mal nicht, okay? Ich hoffe, das ist okay. I'm sorry about that und sorry. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Hören uns. Ihr hört mich auf jeden Fall. Also, ja. Sorry again. Und wann auch immer ihr das schaut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wann auch immer ihr das schaut. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend oder auch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.